Der 26. April 1986 ging als einer der tragischsten Tage in die Geschichte der Sowjetunion und der ganzen Welt ein. An diesem Tag ereignete sich eine Katastrophe im Kernkraftwerk Tschernobyl, deren Folgen bis heute spürbar sind. Ein riesiges Gebiet rund um das Kraftwerk wurde als gefährlich und unbewohnbar erklärt. Die Menschen verließen es und hinterließen Geisterstädte und leere Häuser, während die Natur allein mit der Strahlung zurückblieb. Viele Jahre später begannen Wissenschaftler ein neues Projekt, dessen Ziel es war, zu verstehen, wie sich das Ökosystem dieser verlassenen Zone verändert hat. Die Ergebnisse waren überraschend. Das Fehlen des Menschen schadet der Natur viel weniger als die radioaktive Kontamination selbst. In der Tschernobyl-Zone tauchten wieder Tierarten auf, die seit Jahrzehnten oder sogar Jahrhunderten nicht mehr gesehen wurden. In den letzten 30 Jahren ist die Anzahl der Wildtiere in diesen Gebieten deutlich gestiegen. Dies gab den Wissenschaftlern Anlass zu der Annahme, dass die menschliche Präsenz für die Natur zerstörerischer sein kann als ein Unfall in einem Kernkraftwerk. Um die Bewegungen und die Anzahl der Tiere zu verfolgen, untersuchen die Forscher Spuren im Schnee und verwenden Fotofallen. Allein im vergangenen November wurden in der ukrainischen Zone des Sperrgebiets 42 Kameras installiert. Die gesammelten Daten waren verblüffend. In den Wäldern von Tschernobyl wurden immer mehr Wildschweine, Wölfe, Rehe, Füchse und sogar seltene Tiere, die zuvor aus diesen Gebieten verschwunden waren, wie Braunbären und europäische Luchse, gesichtet. Darüber hinaus gelang es den Kameras, Wisente und Przewalski-Pferde festzuhalten, seltene Arten, die in der Wildnis praktisch unmöglich zu finden sind. Professor Jim Smith von der Universität Portsmouth bemerkte, dass die Tragödie von Tschernobyl, so paradox es auch sein mag, dieses Gebiet in eine Art Schutzgebiet verwandelt hat. Es geht nicht darum, dass Strahlung gut ist, sagt er, aber das Fehlen des Menschen hat den Weg zur Wiederherstellung der Wildnis geebnet. Diese Geschichte ist eine Erinnerung daran, dass der Mensch manchmal der Natur größeren Schaden zufügen kann als selbst so zerstörerische Phänomene wie radioaktive Kontamination. Und vielleicht sollten wir darüber nachdenken, wer tatsächlich die größere Bedrohung für das Ökosystem darstellt. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.